Glaubst du, das ist möglich für einen deutschen Drucker, wenn man diese Film ansieht, etwas zu lernen? Wir müssen alle lernen. Darum Inspiration zu bekommen und Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Ja, guten Tag, liebes Publikum, zu einer neuen Episode Weber und Reithoft. Diesmal mit einem Gast, Markus Weiß von Hewlett Packard. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Und wir wollen uns heute über ein spannendes Thema unterhalten, das sozusagen initiiert wird aus den Vereinigten Staaten. Da war vor 14 Tagen eine große, erfolgreiche Messe und im Vorfeld hat Hewlett Packard in Atlanta, da gibt es ein Vorführzentrum, so manche in Europa kennen ja das in Barcelona. Ich glaube, das ist gespiegelt und ist ein ähnliches, tolles, eindrückliches Vorführzentrum. Und dort hat Morten ein super Interview geführt mit Mark Johnson. Und worum ging es da, Morten? Ja, ich kann am ersten sagen, dass ich freue mich auch, dir wieder zu sehen, Markus. Wir haben nicht uns gesehen seit Hunkler Innovation Days und das war sehr toll, glaube ich. Da. So, das ist gut, dir zu sehen. Ich will sagen, dass am diesem HP-Event, ich sage immer HP und nicht Hewlett Packard, aber ich glaube, dass wir alles verstehen. Ja. Aber wir waren schon in Atlanta für Printing United und dann haben wir diesem offenes Haus Print Ahead in der Demo Room Experience Center von HP in Atlanta. Und das war sehr toll, weil es war, ich glaube, ungefähr alle die Dinge, das macht HP so erkannt in die ganze Welt. Und selbstverständlich, wenn ich einen guten Freund wie Mark Johnson treffe, dann muss ich natürlich mit ihm sprechen über die Success von der T-Serie auf HP. Und sie hatte eine große Torte, weil sie auch zelebriert, dass es war 1 Milliarde Drucken von die T2200 Advantage. So, ich habe gedacht, das ist sehr schön, wenn man Champagner kriegt und eine sehr gute Torte. Und ich nehme immer diesen Chancen, Andreas. Du weißt es, ja? Ja. So, Markus, hast auch, wenn ich mit Mark gesprochen, das was mein Eindruck war, das war sehr erfolgreich in den USA. Wie ist es mit die 2200 in Deutschland oder Europa? Also zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns da heute über auch unser Inkjet-Geschäft bei HP, also du hast das völlig richtig ausgesprochen, Morten, bei HP auch unterhalten können. Und das Inkjet-Geschäft ist ganz klar für uns ein wesentlicher Wachstumsbereich und die Advantage 2200, auf die du dich da beziehst, ist für uns natürlich zentral in Europa eine ganz, ganz entscheidende Weiterentwicklung, weil wir gerade im Rollen-Inkjet-Bereich immer natürlich die Limitierungen in Bezug auf die Bedruckstoffe, auf die Vielfältigkeit der Bedruckstoffe hatten. Und genau dieser Bereich ist mit der Advantage 2200 adressiert durch natürlich die technologischen Weiterentwicklungen, vor allem im Trocknungsbereich, um dort einfach auf vielfältige Materialien drucken zu können. Wir sprechen natürlich ganz klassisch die gestrichenen Materialien, glänzend gestrichene Materialien, matt gestrichene Materialien. Ungestrichen war noch nie eine Herausforderung. Ungestrichen, würde ich mal sagen, ist auch, was die Druckqualität anbetrifft, wirklich auf einem extrem hohen Niveau. Aber jetzt schließen wir eben genau diese Lücke mit der Advantage 2200, dass wir wirklich die gestrichenen Papiere auch entsprechend produktiv verarbeiten können auf unseren Rollen-Inkjet-Systeme. Produktiv heißt natürlich im besten Fall wirklich die 150 Meter pro Minute, also die auch nutzen können. Und deswegen ist die Advantage 2200, meine Kollegen in Amerika mögen es mir nachsehen, wahrscheinlich sogar eher für den europäischen Markt die entwickelte Lösung, weil wir natürlich doch hier diese Anforderungen im Markt einfach sehen. Wenn du im Akzidenzumfeld den Anteil von digital gedruckten Seiten auf Inkjet-Rollensystemen verändern möchtest, erhöhen möchtest,
dann brauchst du eben genau diese Papiervielfalt, weil ohne das ist es einfach eine zu große Limitation. Ja, dieser Unterschied, wenn ich das sagen darf, fiel mir natürlich schon auf der Drupa 2008. Da wurde ja, glaube ich, hat San Diego zum ersten Mal prototypisch eine Lösung vorgestellt. 2012 kam ja dann die PageWide-Technologie dazu. Und dann war immer die Begeisterung in Nordamerika groß. Die wussten sofort, wofür man sowas einsetzen kann. Und die Deutschen haben dann immer die Erwartung, es muss gleich der große Wurf sein. Und es war schwer zu vermitteln, dass Inkjet-Technologie eigentlich nichts ist, was irgendwann fertig ist, sondern ständig in einem Prozess der Optimierung. Und dann haben wir jetzt praktisch den Meilenstein sozusagen erreicht oder einen wichtigen Fortschritt gemacht. Verstehe ich das so richtig? Das verstehen Sie richtig, Herr Weber. Und also es ist schön, dass Sie 2008 die Drupa ansprechen. Das war auch für mich damals die erste Drupa, auf der ich war, 2008. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an unsere erste Inkjet-Maschine, die wir damals vorgestellt haben, auf 30-Inch-Basis. Genau. Der Geschäftsbereich hat sich über die Jahre auch in Europa und speziell in Deutschland auch unwahrscheinlich erfolgreich entwickelt. Wenn man sich den Buchbereich anschaut, gerade auf ungestrichenen Materialien, es ist Wahnsinn, welche Mengen das heute bereits auf Inkjet-Rollensystemen produziert werden. Und das ist der Erfolg der bestehenden Systeme. Also das fing mit der 30-Inch-Maschine damals an, 2009, als die erste dann im Feld auch installiert wurde. Und wir haben seit damals wirklich einen großen Erfolg, vor allem im Publishing-Umfeld in Europa und auch ganz speziell in Deutschland, was vielleicht nicht viele wissen, aber was ich bestätigen kann. Und gerade auch in der vergangenen Woche haben wir eine weitere 40-Inch-Maschine in Deutschland beispielsweise aufgestellt bei einem Kunden, der jetzt dort mittlerweile auch wieder im Buchbereich seinen Anteil an digital gedruckten Seiten mit so einer 40-Inch-Maschine im Dreischichtbetrieb signifikant ausweiten wird. Also wir sind erfolgreich in Europa, in Deutschland, auch mit den Inkjet-Rollensystemen in spezifischen Marktsegmenten. Eines ist Publishing, ein anderes ist sicherlich auch der ganze Bereich Transaktion und Mailing. Eher für uns von HP-Seite der Bereich Transaktionsdrucker, die den Weg eben auch in neue Business-Segmente gehen möchten, weil die Maschine unabhängig von unserer neuen Advantage 2200 schon zuvor die T200er Baureihe sehr vielseitig war. Sie konnten eben auf ungestrichene Materialien in einem sogenannten Productivity Mode mit 150 Metern drucken oder einen Quality Mode mit 75 Metern. Das heißt, auch da konnten sie schon verschiedene Segmente des Marktes abdecken, vielleicht im 150 Meter Bereich den Transaktionsbereich und im 75 Meter Bereich die Mailings. Ist auch, wenn man gerade sich die Mailings anschaut, ein großer Erfolg eben in den USA. Die USA sind deswegen im Rollen-Inkjet-Bereich so wahnsinnig erfolgreich, weil die natürlich gerade diesen Direct-Mailing-Bereich in einem ganz anderen Volumen haben, wie wir es in Deutschland und auch in Europa haben. Und wenn ich mich mit meinen Kollegen in den USA unterhalte, dann ist das genau dieses Segment, wo auch die meisten Installationen stattfinden, sowohl 40-Inch-Maschinen als auch 20-Inch-Maschinen. Und diesen Markt haben wir in Europa und in Deutschland nicht in dieser Art und Weise, auch aus Datenschutzgründen und. Wir kennen die Limitierungen des Marktes hier, aber auch hier spüren wir in den Gesprächen mit unseren Kunden, gerade speziell auch in Deutschland, dass da ein großes Interesse da ist, einfach den Platz des Drucks im Medienmix neu zu finden. Und ich glaube, das ist auch notwendig, wenn man sich gerade auch die Entwicklung des Akzidenzumfeldes und des Akzidenzmarktes sich anschaut, dass wir uns auch aktiv als Druckindustrie damit beschäftigen, wie wir attraktiv bei den Werbetreibenden bleiben. Warum Druck ein wichtiges Medium im gesamten Medienmix bleiben muss. Und da spielt, glaube ich, das Thema Versionierung, Individualisierung, Regionalisierung, Time to Market eine unwahrscheinlich wichtige Rolle. Und es ist nicht immer nur der Herr Mustermann und die Frau Musterfrau. Es geht einfach darum, nah am Markt zu sein, mit Druckleistungen, die wirklich die Bedürfnisse der Kunden abdecken, aber das Ganze auch in einer hohen Geschwindigkeit. Und ich glaube, da kann Digitaldruck unwahrscheinlich viel dazu beitragen. Jetzt nennt sich der... Entschuldigung, bitte, Morten. Ja, einer der Marc, er spricht über
dass die Konkurrenzsituation auch mit anderen Herstellern in Inkjet hast auch eine Position für HP pusht in eine Richtung. So man sieht das mit die 245, dann haben wir eine neue Ink mit die Brilliant Ink und dann könnte man mit die 250 und ich glaube, das ist mit dieselbe Printheads und dieselbe Ink. Dann haben wir mit die 2200 haben man mehr Dreiern gemacht für die Maschinen, so man könnte weil ich glaube, dass schon muss man erinnern, dass man eine 250, dann kann man auch sehr Hochqualität drucken, aber dann ist es nicht wie schnell als eine 2200. Und ich glaube, dass alles, was du sagst, ist richtig. Und vielleicht ist es auch so, dass mit die Preisen von der Maschine und auch die operationellen Kosten, dann ist es, und mit die Megatrends, das ist der weniger Auflage und auch, wie du es gesagt hast, mit Personalisierung, Regionalisierung, Individualisierung, dann muss man digital gehen. Und hier muss man auch die Qualität von Offset drucken. Ich spreche offen herüber, dass, okay, ist schon die Zeit für Umtauschen eine Offset-Maschine für eine digitale Druckmaschine. Was ist deine Meinung von das, Markus? Also das Beispiel, was ich jetzt gerade erwähnt hatte im Buchumfeld, ist genau so ein Offset-Replacement. Also das ist eine wirkliche Entscheidung. Investieren wir in einen Austausch einer Offset-Maschine oder gehen wir in den Digitaldruck? Der Kunde in dem Beispiel hat sich für den Weg Digitaldruck entschieden. Und ich glaube, das werden wir in der Zukunft mehr und mehr sehen. Und auch da ist aus meiner Sicht auch ein bisschen ein Wandel in der Druckindustrie erforderlich, dass wir rausgehen aus diesem wirklichen reinen Vergleichen von Kosten und von Produktivität und von Output. Das ist, wie ja viele Kunden auch sagen, ist in einem gewissen Maße ein Given. Wir müssen uns als Druckindustrie, und ich beziehe mich da auch komplett als Lieferant für unsere Kunden mit ein, müssen wir uns mehr damit beschäftigen, wie wir Produkte und Anwendungen der Zukunft einfach definieren. Und da geht's einfach darum, dass wir sowohl, wenn ich jetzt den Indigo-Bereich mir anschaue, dass wir im Indigo-Bereich sehr, sehr vielfältige Produkte auf unterschiedlichsten Papieren. Also es ist ja noch deutlich vielseitiger, wie wir es im Inkjet-Bereich beispielsweise kennen, wo man auch Folien mit einbezieht, wo man metallisierte Papiere und, you name it, gibt so eine breite Bandbreite. Aber worum geht's hier? Um wirklich High-Value-Print, um wirklich zusätzliche neue Anwendungen in einer hohen Qualität. Hätte beispielsweise vor Jahren jemand gedacht, dass die Grußkarte ihre komplette Wiedergeburt erlebt. Wenn ich mir anschaue, was heute Grußkarten beispielsweise auf unseren Systemen gedruckt werden, Wahnsinn. Und ich glaube, gerade da muss man sich intensiv beschäftigen. Und das Gleiche gilt, und jetzt in einer höheren Produktivität, deutlich natürlich auch wettbewerbsfähiger gegen den Offset-Bereich an der Stelle mit Rollen-Inkjet-Systemen. Das Thema unserer Entwicklung der Advantage 2200 waren drei Kernbereiche. Der erste Bereich, deswegen habe ich den gerade noch hinzugefügt, Platzbedarf, möglichst eine kompakte Maschine. Aber die zwei wesentlichen in Bezug auf wirklich die Produktionsanforderungen der Zukunft war, ein System mit einer hohen Produktivität, hoher Output, weil nur dann bin ich wirklich wettbewerbsfähig auch gegen analoge Drucksysteme und natürlich die Vielseitigkeit der Bedruckstoffe, dass ich da auch so wenig wie möglich an Einschränkungen einfach habe in der Kombination mit der Produktivität, weil nur dann kann ich eben genau diese Bedürfnisse der Zukunft und auch die Wünsche unserer Kunden auch entsprechend abdecken. Und ich glaube, dann geht's wirklich auch gezielt darum, in Bereichen, wo man sich Gedanken macht, investieren wir jetzt nochmal in eine Offset-Anlage oder gehen wir den Weg des Digitaldrucks, dass mit diesen Features der Digitaldruck eine echte Alternative darstellt. Aber immer dann, wenn ich mich auch damit beschäftige, wirklich meinen Kunden neue Anwendungen und neue Applikationen auch anzubieten. Ich muss das Rad nicht neu erfinden, aber ich muss mich wirklich auch damit beschäftigen, was meine Kunden morgen noch von den Druckprodukten erwarten und was sie benötigen. Und ich sehe das bei unseren Kunden und bei unserer Kundenbasis. Wir haben da in Gesamteuropa, aber auch in Deutschland so gute Beispiele, wo Kunden seit Jahren erfolgreich auch in dem Bereich sind oder jetzt auch neu einsteigen. Und ich denke, da ist unwahrscheinlich viel Potenzial im Markt. Wenn ich es richtig sehe, wird ja bei HP auch nicht mehr das als Inkjet-Druck, sondern als Industrial Print, also industrieller Druck bezeichnet. Was mir an sich ganz gut gefällt, weil man dann aus diesem Nischendenken und dem Silo-Denken rauskommt
Und Mark Johnson hat ja in dem Interview auch sehr deutlich gemacht, dass die Zahl der kleineren Betriebe, wo man das nicht so vermuten könnte, die dann in eine 2200 Advantage Technologie investieren können, ansteigt. Ist das in Deutschland auch zu beobachten? Weil dieses schneller, besser, weiter, das ist gegessen. Also es geht ja eher um das Neue, das Zeitgemäße, das andere. Kommt das auch in dem klassischen Druckereisektor an oder sind das dann eher Betriebe, die von außen kommen und sozusagen in diesen Marktbereich reingrätschen? Nein, also das kommt absolut im Markt an. Also ich kann das auch nur bestätigen, wenn ich mir auf der einen Seite jetzt auch gerade Installationen bei Neukunden anschaue, aber auch Gespräche, gerade Projekte, die sich jetzt in unserer Projektentwicklung einfach befinden, dass wir dort wirklich einen ganz klaren Trend auch sehen. Beispielsweise Bogen-Offset-Drucker, die sich mit der Rolle bislang überhaupt nicht beschäftigt haben, die auf einmal auch durchaus offen sind, wirklich über Rollenlösungen nachzudenken. Warum? Weil es mittlerweile auch in der Weiterverarbeitung so viele Optionen gibt und Möglichkeiten gibt, dass man wirklich sehr, sehr variabel und sehr flexibel auch, wenn man sich seinen Auftragsmix anschaut, mit einer Rollenmaschine arbeiten kann. Natürlich auch, glaube ich, weil Kunden auch dort natürlich versuchen, auch dem Marktbedürfnissen näher zu kommen. Arbeit wird immer ein geringeres Gut, vor allem hochqualitative Arbeit. Also ich muss über das Thema Automatisierung nachdenken und die Automatisierung ist natürlich gerade im Rollenbereich mit Inline-Weiterverarbeitung ja, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und das macht das Thema Automatisierung im einen oder anderen Fall doch deutlich leichter. Wenn ich auch das Ganze auf Europa nochmal ausweite, weil auch aus Deutschland wird ja doch immer, Deutschland ist immer ein Vorreiter, auch wenn ich mich mit Kunden in Frankreich oder in UK treffe, dann ist immer so die Frage, was macht Deutschland und was machen die deutschen Druckereien? Und ich glaube, dessen sollte man sich durchaus auch bewusst sein. Die anderen schauen darauf, was der deutsche Markt tut und macht. Und auch da sehe ich, dass da ein Trend einfach da ist, dass Unternehmen, ich weiß, Marc hatte angesprochen, Größenordnung 10 Millionen Umsatz, dass sich diese Unternehmen ja mit Inkjet und auch mit Alternativtechnologien wie beispielsweise der Indigo im Bogenbereich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Gerade auch letzte Woche hatten wir ein erfolgreiches Projekt in Italien, was genau in diese Richtung geht, wo man auf der einen Seite eine sehr hochflexible Lösung gesucht hat mit einer unwahrscheinlichen Materialvielfalt für den Bogenbereich, aber auf der anderen Seite eben auch im Rollenbereich durchaus Zukunftsmärkte sieht und man da jetzt wirklich in die Kombination beider Lösungen auch investiert und kein Unternehmen, was sich jetzt im in Anführungszeichen hohen zweistelligen oder hohen dreistelligen Umsatzbereich bewegt, sondern wirklich, ich würde mal sagen, ein kleines bis mittleres Unternehmen, was aber ganz klar natürlich auf diese Zukunftstrends setzt, mit einer sehr starken Vertriebsstruktur, die das Haus auch hat, sehr nah am Kunden ist, sowohl in der direkten Kundenbeziehung als auch im Online-Business. Und ich glaube, das ist so ein Zukunftsrezept. Und dann entscheidet nicht die Unternehmensgröße, wohin ich investiere, sondern es entscheidet im Endeffekt wirklich meine Zukunftsanwendung, meine Zukunftsmärkte, die ich abdecken möchte und ob ich dann in der Lage bin, eben genau solche Investitionen zu tätigen. Ich glaube, das fordern dann auch die Banken am Ende des Tages, wenn es um die Finanzierung geht, dass das Gesamtkonzept stimmen muss. Und da gehört natürlich auch gerade der Bereich Vertrieb und Anwendungen der Zukunft gehört da entscheidend mit dazu. Ich habe eine Frage, weil ich glaube auch, dass ich spreche hierüber mit dem Marc hierüber. Es ist das, wenn man in Deutschland, in Deutschland und in Europa gibt es ganz viele Online-Druckereien und die meisten sind schon in Bogen Offset, weil sie Gangprint und mit Gangprint kann man ganz billig ganz große Mengen von verschiedenen Editionen produzieren. Seht du auch von HP-Perspektive, dass es geht zu einer Richtung, wo man nicht in Gangprinting, aber mehr als in Digitaldruck produzieren oder wie siehst du die Zukunft in diesem Perspektiv? Also für mich ist sagen wir mal jetzt die Sammelformproduktion einfach nur ein Tool, ein Werkzeug, um gewisse Auflagen
kostengünstiger zu produzieren und damit natürlich auch wieder, und das finde ich immer im Online-Druck auch so faszinierend, man hat ja in den Anfangsjahren, sorry für meine ganzen Anglizismen, aber ich spreche mittlerweile 90% Englisch, deswegen fließen die immer wieder mit ein. Aber man hat ja in den Anfangsjahren des Online-Drucks hat man ja vor allem Märkte adressiert, da haben sich bislang ein Großteil der Druckereien gar nicht drum gekümmert. Der Metzger um die Ecke, die Diskothek, die Bar, die Kneipe, die dann auf einmal angefangen haben, Druckprodukte zu bestellen, wo sie vorher vielleicht sich nicht immer gut aufgehoben gefühlt haben, wenn sie mit ihrer Kleinauflage gekommen sind und man eigentlich so richtig sie nicht bedienen oder ihnen die Services anbieten wollte. Und deswegen finde ich einfach, hat der Online-Druckbereich dort einfach gerade den gesamten Druckbereich erweitert, hat sich geöffnet für auf der einen Seite Endkunden, private Endkunden, aber auch kleine und mittlere Unternehmen und das ist super. Und die Sammelformproduktion ist eben eine der Technologien, um dann genau diesen Bedürfnissen des Marktes auch gerecht zu werden. Aber Digitaldruck geht da ja auch Hand in Hand damit. Also es gibt auch dort natürlich Trends und Bereiche, wo dann auch wiederum der Digitaldruck wettbewerbsfähiger ist, wiederum wie eine Sammelformproduktion. Und deswegen sind ja auch gerade, wenn man sich den Online-Druckbereich anschaut, finden ja auch dort beide Technologien ihren Platz, sowohl der Digitaldruck als auch der analoge Druckbereich. Und jetzt in unserem Bereich auch, wir haben dort auch Installationen sowohl im Bogen- als auch im Rollen-Inkjet-Bereich. Aber ich glaube, dass du recht hast, aber mit dem Sammelform und wenn man im Rollen digital produziert, dann ist es nicht so einfach. Das muss man ganz gute Prepress haben und Technologie für diese Automatisierung. Ich habe auch mit Bob Raus von HP gesprochen in Atlanta und er hat mit ganz Freude herüber die neueste Version von PrintOS gesprochen. Selbstverständlich ist das auch etwas, dass man in Europa ansehen, dass PrintOS ist eine Erbieter von HP, das man braucht für eine successreiche Produktion zu haben? Also PrintOS ist ja erstmal so ein ganz, ganz großer Begriff und Name, ist ja quasi so das Operating-System von HP Industrial Print. Und das besteht ja aus vielen, vielen Einzelbestandteilen. Das eine ist auf der einen Seite, es fängt damit an, dass ich einfach meine Produktion natürlich optimal überwachen kann, im Auge behalten kann, was läuft wo sind die Aufträge im Druckprozess etc. pp. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Vielzahl an zusätzlichen Lösungen, die man dort andocken kann, was quasi in der PrintOS Suite einfach an Zusatzlösungen vorhanden ist. Und da gehören natürlich auch Workflow-Tools dazu, teilweise natürlich Eigenentwicklungen, wie beispielsweise Sideflow, was natürlich auch mit in das Gesamtportfolio mit reingehört. Aber wir arbeiten da auch ganz gezielt mit unseren Partnern zusammen, die richtigen Workflow-Lösungen dort für unsere Kunden anbieten. Und das ist absolut richtig, Morten. Man muss sich wirklich anschauen, was ist das Endprodukt und wie produziere ich dieses Endprodukt von der Vorstufe über den Druck und die Weiterverarbeitung am effizientesten. Und gerade wenn man über eine Sammelformproduktion einfach nachdenkt und man überlegt, Teile davon in den Digitaldruck zu nehmen, ich glaube, dann spielt halt vor allem auch der Aspekt Finishing eine entscheidende Rolle, was ich eingangs auch gesagt habe. Kann ich durch die Inline-Integration wirklich in eine komplett Vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung getaktete Lösung, kann ich dort Vorteile erzielen. Denk mal jetzt an eine Broschüre, die einfach hinten zusammengetragen, geschnitten und geheftet rauskommt, habe ich da Vorteile. Und wenn es diese Vorteile gibt, dann nehme ich vielleicht so ein Produkt auch aus der Sammelform raus, weil in der gesamten Prozesskette ich einfach Vorteile durch die Automatisierung habe. Das schauen wir uns an. Da haben wir auch ein Team, was unsere Kunden auf diesem Weg einfach berät, sowohl technisch als auch was die Kalkulation des Ganzen anbetrifft. Und wenn ich gerade an die technischen Consultants in diesem Bereich nachdenke, dann spielt natürlich gerade dort auch die Rolle, wie steuere ich das Ganze von der Vorstufe, dass das Ganze richtig und perfekt ausgeschossen ist, über den Druck und die Weiterverarbeitung. Was sind die richtigen Lösungen, sowohl Partnerlösungen als auch eigene HP-Lösungen, um dann am Ende das Produkt eben nochmal ein Stück effizienter zu produzieren als gegebenenfalls, jetzt um auf dein Beispiel zu gehen,
in der Sammelform. Aber wir gehen jetzt da nicht ganz spezifisch nur in Richtung Sammelformproduktion oder nur in dem Bereich. Am Ende ist für uns entscheidend, was will der Kunde erreichen, was ist sein Ziel und wo sehen wir auch Vorteile in der Automatisierung der Prozesse, die der Digitaldruck dort beisteuern kann und dem Kunden helfen kann, einfach wirtschaftlicher zu produzieren. Aber dann geht es ja nicht nur um Anwendungen aus meiner Sicht, sondern vor allen Dingen auch um die Integrationsfähigkeit einer neuen Technologie. Das war ja in der Vergangenheit oft unterschätzt worden. Also in grauer Vorzeit, als es noch bei den Heidelbergern die GTO-DI-Technologie gab, hat man den Leuten eine Maschine hingestellt und hat ganz vergessen, darauf hinzuweisen, dass man doch mal für Zehntausende Euro zusätzliche Entlüftungsanlagen braucht. Also solche Dinge. Mark Johnson hat gesagt, dass auf der einen Seite natürlich das Produktionsmanagement vereinfacht wird. Man braucht einfach weniger Personal, was ja heutzutage auch sehr schwer zu bekommen ist. Das ist aber auch ein Kostenfaktor. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch immer Bestandteil der Firmenkultur werden. Also ich erinnere mich an Rüdiger Schwarz, der ja frühzeitig ein großer HP-Kunde war. Der hat sich nicht getraut, den elterlichen Offset-Betrieb anzureichern, sondern der hat eine separate Druckerei erstmal aufgebaut, die nur Digitaldruck machte. Genau aus diesen kulturellen Gründen. Ist das heute anders? Ist das überhaupt ein Thema, dieses vereinfachte Produktionsmanagement, wenn man das so nennen kann? Also zunächst mal glaube ich, ist es mittlerweile so, aber das ist jetzt nicht ein Trend der letzten 1-2 Jahre. Ich glaube mal, das ist schon ein Trend der letzten 5 bis wahrscheinlich 10 Jahre, dass die Integration von Digitaldruck in eine Druckerei erstmal ein Zeichen von Innovationskraft und Innovationsstärke ist. Da lachen natürlich diejenigen drüber, die Early Adapters, die in den Digitaldruck schon in Anführungszeichen vor 15 bis 20 Jahren investiert haben. Aber für viele Unternehmen ist es, glaube ich, einfach nochmal seit Jahren nochmal ein Zeichen auch an die Belegschaft. Man investiert in neue Technologien, man investiert wirklich in innovative Lösungen. Und diese ganzheitliche Betrachtung, die leben wir eigentlich bei HP. Ich bin jetzt 17 Jahre dabei, kann es, glaube ich, ganz gut beurteilen. Die leben wir eigentlich von Anfang an. Auf der einen Seite, dass wir unsere Kunden umfassend beraten, wirklich im Hinblick, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ich eingangs schon erwähnt hatte, was sind zukünftige Anwendungen und Applikationen, aber jetzt nicht nur einfach fancy Applikationen, die wir irgendwo sehen, sondern uns gezielt mit den Kunden an den Tisch setzen und sagen, was sind deine Kunden, was sind die Märkte, die du bedienst und was sehen wir als Trends in diesen Märkten? Und den Kunden aber auf dem Weg auch unterstützen und sagen, lasst uns gemeinsam einen Termin machen mit deiner Agentur oder mit deinem Endkunden und gemeinsam an diesen Ideen arbeiten, damit wir in diese Richtung gehen. Das ist erstmal die Applikationsberatung. Aber dann kommt natürlich genau die technische Beratung mit hinzu für diese Anwendungen, aber auch für den gesamten Jobbasket, für den gesamten Jobmix, die richtige technologische Ausstattung zu wählen. Und da geht es dann wirklich auch um die Gesamtintegration, nicht nur die Druckmaschine. Ich sage jetzt mal, das Drucken ist wahrscheinlich das Einfachste in diesem gesamten Prozess, sondern es geht einfach darum, was brauche ich schon im Endeffekt für meine Auftragsverwaltung, für mein MIS-System, was ist das richtige MIS-System, Prepress-Technologie, Weiterverarbeitungstechnologie, Logistik. Deswegen haben wir teilweise auch gezielt in gewissen Bereichen investiert, weil wir keine Lösungen am Markt gefunden haben. Siehe Siteflow. Siteflow ist ein super Tracking-Tool. Es ist nicht eine vollumfängliche Vorstufenlösung mit Ausschießprogrammen und so weiter, aber es ist ein super Tracking-Tool und kommt bei den Kunden, die es einsetzen, sehr, sehr gut an, weil sie ihren Kunden auf einmal ganz transparent zeigen können, wo befindet sich dein Auftrag und, aber auch ihre eigenen Prozesse im Unternehmen deutlich besser steuern können. Und in den letzten Jahren ist ein Bereich auch nochmal deutlich stärker hinzugekommen, und das ist das gesamte Financial Consulting. Das heißt, den Kunden also über die Anwendung, über die Technologie, aber auch über die finanziellen Einflussfaktoren zu beraten. Und da geht es einfach darum, wie produzierst du heute, welche Technologien setzt du heute an, wie sieht dein Jobbasket aus und wo haben wir Möglichkeiten der Optimierung. Und ich glaube, dieses Gesamtheitliche, dieses Ganzheitliche, das macht am Ende dann auch eine erfolgreiche Umsetzung auch aus. Und wenn Sie so eine erfolgreiche Projektumsetzung mit Ihren Kunden und gerade auch mit den Neukunden schaffen, dann schaffen Sie auch eine hohe Akzeptanz innerhalb der Unternehmen
Und dann ist quasi so ein Projekt auf einmal innovativ, aber auch komplett erfolgreich integriert. Und das ist, glaube ich, dann ein Benefit für jeden, der sich über so einen neuen Weg oder auf so einen neuen Weg begibt, weil er dann auch einfach merkt, das gesamte Unternehmen steht auch dahinter, die Mitarbeiter glauben daran und dann hat man ein erfolgreiches Projekt aus meiner Sicht auch implementiert am Ende des. Sehr spannend. Wir haben uns ja so eine 30-Minuten-Grenze gesetzt für unsere Gespräche. Da kommen wir jetzt langsam so hin. Vielleicht dann nochmal zur Positionierung von dem, wofür Sie stehen. Gerade jetzt den Industrial Print, den industriellen Druck. Wie positioniert sich das innerhalb der HP-Welt? Ich habe das Gefühl, so ganz am Anfang waren da durchaus auch Spannungen da und wurde hingeguckt, was passiert denn da, was damit zu tun hat, dass ja der Printmarkt ein relativ stabiles, definiertes Volumen hat, an dem Drucksachen weltweit hergestellt werden. Also muss ja alles, was neu ist, dem Bestehenden, egal wo es herkommt, etwas wegnehmen. Also die Frage, wie positioniert sich dieser High-End-Inkjet-Bereich innerhalb der HP-Welt und zum anderen, läuft es tatsächlich auf eine Verdrängung hinaus und wenn, was wird verdrängt? Also für uns ist der gesamte, also zu Beginn hieß es ja der grafische Markt beziehungsweise Graphic Solutions, heute HP Industrial Print, einfach nochmal zusammengefasst, das ist der gesamte Indigo-Bereich, PageWide, und PageWide setzt sich aus zwei Bereichen zusammen, einmal PageWide Commercial, das ist die Advantage 2200, über die wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, und unsere gesamte T-Serie, T400, T200er Serie, und PageWide Industrial, das sind die Corrugated-Systeme, mit denen wir auf der einen Seite über PageWide als auch über Cytex Pre- und Post-Print-Lösungen anbieten. Das ist die HP Industrial Print-Familie. Und da findet innerhalb der HP in keinster Weise eine Verdrängung statt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind eine Ergänzung des HP-Portfolios im gesamten Druckumfeld, im gesamten Druckbereich. Und wir gehören innerhalb von HP zu 5 Bereichen, die als die Top-Wachstumsbereiche auserkoren wurden. Und unser CEO hat bei jedem Quartalsbericht Bericht zu erstatten über diese 5 Bereiche. Und da gehört HP Industrial Print mit dazu. Und ich glaube, das alleine zeigt schon, dass wir zwar von der Größe innerhalb des Core-Businesses von HP, PCs und Home- und Office-Printing, sicherlich weiterhin ein kleiner Bereich sind. Aber was die Wachstumsmöglichkeiten anbetrifft und was die Zukunftsausrichtung anbetrifft, unwahrscheinlich wichtig sind innerhalb von HP. Und eine quartalsweise Berichterstattung über unseren Bereich ist für uns eine unwahrscheinliche Ehre und hat eine unwahrscheinlich hohe Bedeutung. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal, welche Zukunft im Bereich des Digitaldrucks einfach steckt, wenn ein Technologiekonzern wie HP sich dazu entscheidet, wirklich den HP Industrial Print Bereich zu einem von 5 Core-Wachstumsbereichen zu ernennen. Ich denke, das ist für die ganze Branche und vor allem auch für unsere Kunden immer eine Motivation, weil das bedeutet auch für uns, wir müssen weiter aktiv am Markt arbeiten. Wir haben ein Commitment auch an den Markt, logischerweise, dass wir weiter auch innovativ bleiben. Und ich glaube, unsere Kunden, vor allem im Verpackungsbereich, die auf der Label Expo waren in Brüssel, haben gesehen, dass wir zu diesem Markt committed sind. Wir haben unser Kernprodukt gezeigt, die 6K. Wir haben aber die Zukunft gezeigt mit der V12 und mit der 200K. Große Investments von HP in die Zukunftstechnologie Druck. Und das ist, glaube ich, ein großes Commitment, das wir alle positiv aufnehmen können an der Stelle. Das finde ich sehr gut, das mal so klarzustellen, weil das von außen ist immer schwierig in einer Firma, die so groß ist wie HP, sich da durchzufinden, auch über die Website, weil wenn man jetzt natürlich Inkjet googelt, landet man immer im Office-Bereich, ja, und in den Home-Druckern. Und insofern ist es gut, das mal deutlich dargestellt bekommen zu haben. Vielen Dank. Ich gehe sehr angereichert aus dem Gespräch hervor. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Morten. Darf ich eine Frage mir stellen? Ja, natürlich.
ich glaube, dass eine der ersten Statements, das Andreas hat gesagt in diesem Episode hier, ist, können deutschen Druckereien etwas lernen vom USA? Und wir haben hierüber gesprochen mit diesem Interview, ich mit Marc gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele unser Film gesehen haben, aber glaubst du, dass man kann lernen von USA, wenn man auch in Deutschland ist? Ja, absolut. Also ich glaube, was wir einfach von den USA lernen können, und gerade wenn man über Druckanwendungen nachdenkt, ist einfach das ganze Thema nicht erst über die ganzen Einschränkungen und Limitationen sprechen, sondern wirklich die Idee nicht aus den Augen verlieren und dann daran arbeiten, diese Idee umzusetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen den Ideen dann einfach nicht mehr nach, weil wir einfach sagen, ach, das lässt sich ja eh nicht umsetzen. Meine amerikanischen Kollegen haben da eine andere Herangehensweise. Die haben die Idee, die lassen die nicht aus den Augen und dann wirklich arbeiten sie daran, sie umzusetzen. Ganz konkret, wenn ich mir den Direct-Mailing-Bereich in den USA anschaue, da haben wir, glaube ich, in Deutschland, aber in Europa noch unwahrscheinlich viel Nachholpotenzial. Und die Technologien sind da, dass man wirklich im Briefkasten auffällt. Also lasst sie uns nutzen und lasst sie uns einsetzen, weil ich glaube, da steckt noch unwahrscheinlich viel Wachstumspotenzial in unserem Markt. Die Amerikaner machen uns das gerade in dem Bereich sehr, sehr gut vor und ich glaube, da können wir schon noch davon lernen. Ja, das sehe ich auch so. Und wenn ich noch mal erinnern darf an die Zeit, als PageWhite und der Inkjet losging, ich hatte dann ganz eng zu tun mit Dr. Ross Allen und das war auch einer der Promoter für PageWhite, der sehr stark Technologieentwicklung bei HP vorangetrieben hat. Und für mich war immer nicht nur charmant, sondern aufschlussreich, wie weltoffen die Entwickler bei HP sind. Man konnte mit denen genauso über Drucktechnik reden wie über antike Philosophie. Und Ross Allen lebt selbst im Napa Valley, also gar nicht in San Diego, sondern nördlich davon. Ja. Und ist immer ein Mensch gewesen, der sozusagen das Leben verinnerlicht und daraus viel kreative Kraft schöpft, um die auch in Hardcore-technischen Prozessen einfließen zu lassen und vor allen Dingen auch in der Vermittlung darüber. Also da denke ich, können wir ganz viel, gerade aus Kalifornien, lernen. Absolut. Fantastisch. Aber ich glaube, es war alles für meine Seite. Ich glaube, es war sehr, sehr gut mit dir zu sprechen, Markus. Viele gute Antworten und ich glaube, dass die Leute, das diesem Film ansehen, können etwas lernen. So, ich danke dir sehr. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank. Ich fürchte, wir sehen und sprechen uns wieder. Das glaube ich. Aber tschüss dann. In dem Sinn, liebes Publikum, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Vergnügen wie wir auch. Und jetzt sind einige Dinge sehr klar und deutlich geworden. Vielen Dank dafür. Und dann bye-bye, alles Gute. Bye-bye. Und hoffentlich einen möglichst gesunden Winter. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.